Ist die Realty Income jetzt Ende des Jahres 2025 ein gutes Investment? Realty Income nennt sich selbst The Monthly Dividend Company und das genau lieben Einkommensinvestoren. Trotzdem hat der Kurs in letzter Zeit etwas geschwächelt und viele Anleger sind auch verunsichert. Und wir schauen uns heute an, woran das liegt, was gerade bei dem Unternehmen los ist. Wir analysieren das Geschäftsmodell und schauen, wie profitabel Realty Income denn wirklich ist. Und was bekommen wir als Aktionäre davon? Wie sicher steht der REIT da? Wir gucken uns die Verschuldungsquoten an und wir schauen auch, wie teuer die Realty Income gerade wirklich bewertet ist oder wie günstig und vergleichen sie dann mit Wettbewerbern aus dem REIT-Sektor. Dieses Video dient auch ausschließlich der Unterhaltung und eurer Informationen und ist keine Anlageempfehlung. Entscheidet also bitte immer gut und selbst, in was ihr investiert. Und auch in dieses Video habe ich wieder sehr viel Arbeit reingesteckt, aber auch sehr viel Freude. Und deswegen würde ich mich sehr über ein Gefällt mir freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Realty Income, die leben von extrem stabilen Mietern. Die Top 20 Kunden sind 7-Eleven, Dollar General, Walgreens oder FedEx unter anderem. Und das sind auch Unternehmen, die in der Regel auch in Krisen funktionieren. Kein Klumpenrisiko, kein Mieter deckt momentan noch über 3,3% ihrer Mietstruktur ab. Das Portfolio besteht noch zu 80% aus Retail, aber Retail im Sinne von Alltagsbedarf, jetzt nicht Modeketten, die irgendwann pleite gehen könnten. Dazu sind sie auch im Moment am Etablieren neuer Mietmodelle an Mieter im Industrie- und Gaming-Sektor als Ergänzung. Noch wichtiger ist aber, dass die Ausfallquote ihrer Mieter seit 2014 im Durchschnitt bei gerade mal 0,4% liegt und das ist schon ziemlich sicher. Das heißt, die Mieter zahlen auch zuverlässig, was besonders wichtig ist für REITs. Verträge laufen langfristig. Realty Income ist auch ein Net Lease REIT, sogar ein Triple Net Lease REIT. Das bedeutet, dass sie die meisten Kosten direkt an die Mieter auch abdrücken können und die Mieter übernehmen fast alle Kosten selbst. Sie zahlen nämlich die Grundsteuer, die Versicherung, aber auch die Instandhaltung und die Betriebskosten und sogar ein Teil der Reparaturen selber. Für Realty Income bleibt somit fast die gesamte Miete als Rendite bei Ihnen hängen. Denn Sie erhalten im Gegenzug eine langfristig fixierte Miete, meistens mit jährlichen Steigerungen sogar verklauselt und mit über 10 oder 20 Jahren Laufzeit. Das Modell erklärt, warum Realty Income so stabile, langjährige Einnahmen hat und Dividenden praktisch planbar sind. Momentan sind sie auch auf Expansionskurs in Richtung Europa. Sie sind in 9 Ländern insgesamt aktiv und sind der sechstgrößte globale REIT. 82,3% ihrer Bestände bestehen in den Vereinigten Staaten. Sie haben aber auch schon 13,9% ihrer Mietobjekte in Großbritannien und in Kontinentaleuropa auch schon 3,8%, überwiegend Spanien, Portugal und so weiter. Neben der geografischen Expansion erweitern sie aber auch ihre Geschäftsmodelle in andere Branchen hinein. So haben sie zum Beispiel Immobilien für den Gaming-Bereich erschlossen, aber sie gehen auch immer mehr in die Data Center. Und damit stellen sie sich auch im Moment sehr zukunftsstark auf, weil der Bedarf an Datacentern halt auch wächst. Nachdem sie die letzten Earnings Anfang November 2025 präsentiert haben, ist der Aktienkurs ja erstmal in den Keller gegangen. Und wir schauen jetzt mal auf die genauen Zahlen der Earnings und ziehen unsere Rückschlüsse daraus. Also das Net Income per Share, das ist der Bilanzgewinn, der ist ein wenig gesunken. Das war der Hauptgrund, warum Aktionäre gesagt haben, dass dem Unternehmen scheint es schlechter zu gehen. Aber so viel schlechter als die Guidance war es dann gar nicht, weil sie haben einfach nur von 1,29 bis 1,33 je Aktie ein wenig gesenkt auf 1,27 bis 1,29 Aber dieser Bilanzgewinn ist eigentlich für REITs gar nicht so relevant, denn der Adjusted Funds from Operations wäre in dem Fall wichtiger. Die Abschreibungen sind ein wenig zurückgegangen, heißt aber erstmal auch nichts Schlechtes. Die Kaufnebenkosten und der Rechtsaufwand, der ist sogar ein bisschen zurückgegangen. Und jetzt kommt das Wichtige. Der Adjusted Funds from Operations, also der AFO je Aktie, das ist die wichtigste KPI für REITs, wie profitabel sie eigentlich sind. Denn davon werden auch die Dividenden letztendlich bezahlt. Und der ist einfach nur ein wenig mehr eingegrenzt worden. Der ist nicht gesunken. Vorher war die Guidance 4,24 $ bis 4,28 $ und jetzt bewegt er sich einfach im Rahmen von 4,25 $ bis 4,27 $. Also ist einfach nur die Range von unten und oben eingegrenzt worden, aber bewegt sich auf dem gleichen Niveau. Der Wachstum durch die Mieterhöhungen, also bestehende Kunden, die schon über ein Jahr die gleiche Immobilie besitzen, die haben 1% Mieterhöhung erfahren. Das war auch die Prognose. Die Auslastungsrate, also die Belegungsquote, die ist sogar ein bisschen höher geworden,
Was noch negativ ankam, war aber der Verwaltungsaufwand, der ein wenig gestiegen ist, von 3% geschätzt auf 3,1 bis 3,3%. Die nicht auf Meta umlegbaren Kosten, die bewegen sich in dem Rahmen, die auch vorher angenommen wurden. Die Steuerausgaben sind gleich geblieben und das investierte Volumen ist sogar angestiegen. Das heißt, sie haben weiter investiert. Eigentlich hört sich das für mich gar nicht so schlecht an, weil nach dem Net Income per Share kann man bei REITs nicht unbedingt gehen und für mich sieht das einfach so aus, als ob das Geschäft weiterläuft. Aber die Anleger hatten wahrscheinlich einfach etwas mehr erwartet und deswegen ist der Kurs dann auch eingebrochen, weil vielleicht vorher schon mehr eingepreist war. Aber auch makroökonomisch sehen die Investoren gerade noch ein paar Risiken bei der Realty Income, denn das Investitionsvolumen, das bleibt recht moderat, weil gute Deals noch teuer sind, weil die Zinssenkung jetzt doch nicht mehr so wahrscheinlich ist und wahrscheinlich doch nicht so kommt wie gehofft im Dezember. Und die Refinanzierungen bleiben damit also teurer. Dazu kommt noch eine Sektorrotation, denn Kapital fließt derzeit noch von den defensiven REITs weg hin zu den Wachstumsunternehmen, gerade jetzt auch wieder in der Jahresendrallye. Und der Immobiliensektor, der steht allgemein auch unter Druck. Und dann gab es noch ein paar negative Journalistenkommentare und das alles zusammen, das hat den Aktienkurs ein wenig in die Versenkung getrieben. Das Management zeigt sich aber eigentlich weiterhin optimistisch, denn der CEO Sumit Roy, der hat nochmal betont, dass er bei Realty Income auch starkes Momentum für die Zukunft sieht und betont auch, dass die Adjusted Funds from Operations Guidance auch nochmal von unten angehoben wurde. Und er sieht Flexibilität hier als größten Wettbewerbsvorteil, weil sie auch so weit expandieren in andere Branchen, in andere Länder. Sie stellen sich klar für weiteres Wachstum auf. Dann betrachten wir jetzt mal, wie profitabel sie tatsächlich sind. Ja, sie zeigen schon große Stärke, denn sie zeigen stetige, planbare und extrem stabile Profitabilität. Der Adjusted Funds from Operation, also der operative Cashflow, der wirklich auch für Dividenden genutzt wird, der liegt inzwischen bei 3,82 Milliarden US-Dollar und der wächst seit Jahren auch zuverlässig. Besonders stark fällt das hier im 5-Jahres-Wachstum auf, denn der liegt bei 28%. Auch bezogen auf eine Aktie ist der Trend hier positiv. 4,24 $ Adjusted Funds from Operations, die Aktie im aktuellen Jahr, aber sie haben rund 4,3% Wachstum im 5-Jahres-Schnitt. Diese Kennzahl zeigt halt, dass Realty Income auch trotz Kapitalerhöhungen den Wert pro Aktie steigert, was ein entscheidender Punkt ist für REIT-Investoren. Parallel dazu wächst aber auch die Immobilienfläche massiv. Von gerade mal 83 Millionen Quadratfuß im Jahr 2016 auf jetzt 349 Millionen Quadratfuß. Das ist schon ein enormer Wachstumshebel. Das Flächenwachstum liegt bei 14% jährlich auf die letzten 3 Jahre. Und für Dividendenjäger, da bleibt Realty Income ein richtiger Klassiker. Denn die Dividende ist auch Kern ihrer Strategie. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 5,6% und weit über vielen defensiven Alternativen auch. Das ist attraktiv, aber auch nur, wenn die Ausschüttung dauerhaft sicher ist. Aber genau hier punktet Realty Income aber auch. Gezahlt wird monatlich und das seit über 30 Jahren ohne Pause und ohne Senkung. Über die letzten 5 Jahre lag das Dividendenwachstum bei 3% im Schnitt, auf 10 Jahre sogar im Schnitt bei 3,6%. Das ist jetzt kein High-Grower, aber ein sehr verlässlicher Dividendenlieferant. Wichtig ist auch der Payout-Ratio. Auf den Adjusted Funds from Operation betrachtet liegen wir bei 76%. Das liegt im soliden, gesunden Bereich für REITs. Denn REITs sind ja dazu verpflichtet, den Großteil ihrer Einnahmen auch als Dividende auszuschütten. Also unterm Strich, Realty Income, die liefern das, was wir uns als Dividendeninvestoren auch wünschen. Laufende hohe Ausschüttungen, stetige Erhöhungen und eine sichere Basis. Realty Income tätigen keine Aktienrückkäufe, sondern führen Kapitalerhöhungen durch. Denkt ihr erstmal, okay, das ist aber jetzt ein schlechtes Zeichen. In dem Fall ist es das nicht unbedingt bei REITs, denn es kommt darauf an, wann die neuen Aktien ausgegeben werden. Der Aktienkurs aktuell liegt so bei rund $58, der Net Asset Value je Aktie bei $43. Und damit liegt der Kurs über dem inneren Wert, also werden neue Aktien, die ausgegeben werden, die wirken dann nicht verwässernd, sondern wertschaffend. Gleichzeitig steigt aber auch die Adjusted Funds from Operations Guidance auf 4,25 bis $4,27 und die Dividende ist auch mit dem Payout von 75% gut gedeckt und die Verschuldung bleibt stabil, was auch Voraussetzungen sind, dass ein REIT überhaupt Aktien ausgeben sollte. Aber warum funktioniert das? Warum schaffen sie Mehrwert durch die Ausgabe neuer Aktien?
Also die gekauften Immobilien bringen 7-8% Cash Yield, während die Eigenkapitalkosten auf die neuen Aktien nur bei 6-7% liegen. Dadurch ergibt sich halt ein positiver Spread und damit mehr Adjusted Funds from Operations je Aktie, wovon wieder Dividenden gezahlt werden können. Im Jahr 2025 hat die Realty Income rund 1,57 Milliarden US-Dollar aufgenommen, plus weitere 318 Millionen US-Dollar im dritten Quartal jetzt. Und trotzdem steigt der Adjusted Funds from Operations je Aktie, weil sie dadurch halt diesen Mehrwert mit drin haben. Also die Aktienausgabe für REITs, wenn sie es sich leisten können, ist strategisch schon sinnvoll und wird auch strategisch genutzt, um einen Mehrwert für Anleger zu bieten. Wenn wir uns mal die langfristige Wertentwicklung anschauen, dann sehen wir deutlich, warum Realty Income ein beliebtes Unternehmen für Dividendeninvestoren ist. Denn der Total Return mit reinvestierten Dividenden liegt über die letzten 10 Jahre bei 77%. Ohne Dividenden wären wir nur bei 19% Kursgewinn. Das gleiche auf 5 Jahre betrachtet, hätten wir 22% Total Return erreicht mit Dividenden, ohne Dividenden aber sogar einen kleinen Kursverlust von 3,5%. Der Unterschied macht hier brutal deutlich, dass die hohen Dividenden bei Realty Income schon einen großen Anteil am Total Return halt ausmachen. Dann kommen wir mal zur Sicherheitsbetrachtung und betrachten vor allen Dingen die Verschuldung. Die Gesamtverschuldung im Verhältnis zum EBITDA beträgt das 5,7-fache des EBITDAs. Also Realty Income müssten über 5,5 Jahre ihren EBITDA erwirtschaften, um die ganzen Schulden auch tilgen zu können. Für einen Net Lease REIT ist das aber völlig normal. Die zweite Kennzahl ist Debt to Assets, also welcher Teil der Immobilienwerte auch fremdfinanziert ist. Auch hier zeigt die Historie ein recht stabiles Bild. Aktuell liegt Realty Income bei 40,2% und das ist sogar niedriger als bei manchen Wettbewerbern. Noch wichtiger ist aber auch der Zinsdeckungsgrad, also wie gut das operative Ergebnis die Zinsen auch bezahlen kann. Mit dem 12,3-fachen steht Realty Income da eigentlich ganz sauber da. Also trotz des höheren Zinsumfeldes momentan können die Zinsen gut gedeckt werden. In Summe zeigt sich eigentlich, hier sind die Werte robust, die Verschuldung ist kontrollierbar und Realty Income steht damit ganz gut da. Und da die nächste größere Kreditfälligkeit auch erst in einigen Jahren ist, da Realty Income seine Schulden halt bewusst langfristig strukturiert, da ist der kurzfristige Refinanzierungsdruck auch nicht ganz so riesig. Was bei REITs auch immer wichtig ist, ist die Vermietungsquote, also die Auslastungsquote. Und die liegt bei nahezu 99% über viele Jahre. Das heißt, sie haben kaum Leerstand. Das ist auch ein gutes Zeichen. Gleichzeitig ist die Mieterbasis aber auch extrem breit diversifiziert. Kein einzelner Tenant hat mehr als 3,3%. Aktuell ist 7-Eleven der größte Mieter und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt auch noch 9 Jahre. Das heißt, sie haben auch noch langfristige Mieteinnahmen. Sehr stabil, kaum Klumpenrisiken und langfristig damit auch gesicherte Cashflows. Wie ist denn jetzt die Realty Income tatsächlich bewertet? Ist sie günstig? Ist sie zu teuer? Schauen wir da mal genauer drauf. Und zwar auf den Preis zum Adjusted Funds from Operations und der liegt bei aktuell 13,6. Im Laufe der Zeit war er aber auch schon höher. Man sieht auch schon Quartale im Jahr 2019, 16, 2018, 22 und so weiter, wo wir hier einen Preis zum Adjusted Funds from Operations von über 20 hatten oder bei nahezu 20. Und damit sind wir jetzt schon günstiger bewertet als in einigen Jahren und Quartalen zuvor. Der KGV liegt bei 56, der ist aber bei REITs jetzt nicht so aussagekräftig. Also vom Preis zum Adjusted Funds from Operations, da stehen wir gerade auf einem recht günstigen Niveau. Er war auch schon mal günstiger, aber er bewegt sich so im unteren Mittelfeld. Deswegen schauen wir jetzt nochmal auf den Fair Value. Und laut Investing Pro liegt der faire Wert im Schnitt bei rund $55, also leicht unter dem aktuellen Kurs. Analysten sehen das optimistischer und sie haben ein Kursziel von $63,33 im Sinn, aber mit einer Spanne zwischen 59 und $75. Wichtig ist aber der Blick auf die Bewertungsmodelle, die hier greifen, um Realty Income zu bewerten. Insgesamt stehen 6 Methoden dahinter, doch bei REITs sind auch nicht alle so aussagekräftig. So Modelle wie Umsatzmultiples zum Beispiel sind gar nicht so aussagekräftig. Relevanter sind Modelle, die auf den Adjusted Funds from Operations halt beruhen. Und die liegen alle hier in diesem rot markierten Bereich, also ungefähr zwischen $60 und $67 und damit auf dem gleichen Niveau, wo auch die Analystenschätzungen liegen. Und in dem Fall würde ich deswegen eher mit den Analysten mitgehen und auch so ein Kursziel für die nächsten Jahre
bei der Realty Income sehen. Ich möchte euch heute auch nochmal meinen Kooperationspartner Investing Pro vorstellen, denn die haben jetzt auch ein neues Feature rausgebracht, und zwar das Ideen-Feature. Hier gibt es verschiedene Anlagethemen, zum Beispiel nach berühmten Investoren, welche Hedgefonds investiert sind, oder auch nach speziellen Themen wie die Dividenden-Champions, Body und Tech und so weiter. Oder auch Investoren, die nicht so eine gute Rendite hatten in den letzten paar Jahren, was man vielleicht nicht nachmachen sollte. Wir schauen heute mal rein in die Founder-Labs. Das sind nämlich Unternehmen, bei denen der Gründer weiterhin der Chef ist. Diese Ideen beinhalten dann halt Ranglisten der Unternehmen, die enthalten sind, eine Benchmark-Performance-Bewertung im Vergleich zum S&P 500 in dem Fall, die Softwarekonzentration, also nach welchen Branchen hier investiert ist, und die Portfolioübersicht, inklusive der Filter, die man sich vielleicht mal selber angelegt hat, wie Nicoles 10% Love You. Und hier sieht man dann verschiedene Unternehmen, auf die das zutrifft. Wenn ihr euch selber für Investing Pro interessiert, dann habe ich euch in meinem ersten angehefteten Kommentar den Link dazu hinterlassen. Damit unterstützt ihr auch meinen Kanal. Aber um jetzt zu bewerten, wie performant Realty Income wirklich ist und wie lohnenswert ein Investment für uns als Investoren ist, da sollten wir sie nochmal mit geeigneten Wettbewerbern vergleichen. Und in dem Fall vergleiche ich sie jetzt mit der WP Carey. Das ist ein global aufgestellter, breit diversifizierter REIT, der zuletzt aber auch ein wenig geschwächelt hat. Agree Realty, die spielen im Premium-Retail-Segment eine große Rolle mit Top-Mietern wie Walmart unter anderem, aber auch sehr langen Vertragslaufzeiten. Und dann nehme ich noch NNN REIT mit in den Vergleich als einer der defensiveren Player im US-Netlease-Markt, aber auch mit extrem stabilen Cashflows, und gegen diese 3 Schwergewichte lasse ich Realty Income jetzt mal antreten. Beim 5-Jahres-Durchschnittswachstum des Adjusted Funds from Operations je Aktie liegt Agree Realty vorne mit 5%. Realty Income erreicht hier nur 4,3% Wachstum, NNN REIT nur 2,8% und WP Carey, die liegen sogar im negativen Bereich und sind geschrumpft. Dann schauen wir mal auf eins der wichtigsten Kriterien, warum wir in REITs investieren, und zwar die Dividendenrendite. Und die liegt bei allen recht hoch, aber am höchsten dennoch bei NNN REIT mit derzeit 5,8%. Realty Income ist leicht darunter mit 5,61%, WP Carey erreichen noch 5,4% und Agree Realty schüttet am wenigsten Dividende aus mit nur 4,18% Dividendenrendite. Das Dividendenwachstum hingegen ist bei Agree Realty am höchsten mit 5,3% im Schnitt pro Jahr in den letzten 5 Jahren. Realty Income liegt auf dem zweiten Platz mit 3% Dividendenwachstum im Schnitt. NNN REIT hatte nur 2,4% und WP Carey hat sogar die Dividende gekürzt und hat damit ein negatives Wachstum. Von der Ausschüttungsquote auf den Adjusted Funds from Operations liegen wir alle auf einem ähnlichen Niveau. Hier ist NNN REIT für mich der Gewinner, weil er die niedrigste Ausschüttungsquote hat von 70% und die höchste hat Realty Income derzeit mit 76,3%. Die anderen liegen im Mittelfeld. Keiner davon ist wirklich auf einem kritischen Niveau. Beim Verschuldungsgrad Debt to Asset, also inwieweit die Immobilien durch Schulden finanziert sind, da ist Agree Realty der Gewinner, weil sie am wenigsten durch Schulden finanziert sind. NNN REIT am stärksten mit über der Hälfte, WP Carey etwas unter der Hälfte und Realty Income hat auch nur 40,2% Verschuldungsgrad, also Debt to Assets, und liegt damit auf dem zweiten Platz. Von ihrer Belegungsquote, da gewinnt ebenfalls die Agree Realty, denn sie haben nahezu 100%, also 99,7% ihrer Immobilien auch vermietet derzeit. Realty Income erreicht hier auch nur den zweiten Platz mit 98,7%. NNN REIT den dritten Platz mit 97,5% und mit 97% bildet auch hier WP Carey das Schlusslicht. Wenn wir rückblickend schauen, mit welchem der Unternehmen wir die höchste Rendite erwirtschaftet hätten, also Kurswachstum in dem Fall jetzt nur, dann haben wir tatsächlich mit NNN REIT das höchste Kurswachstum von 36,7% in den letzten 5 Jahren erreicht. Mit Agree Realty liegen wir knapp darunter, also mit nur 36% Kurswachstum. Damit sind für mich beide auch die Gewinner, weil die zu nah beieinander liegen. WP Carey hätte uns noch 27,3% eingebracht und Realty Income liegt hier tatsächlich auf dem letzten Platz mit nur 22,4%. Von ihrer Bewertung her liegt NNN REIT am günstigsten, das heißt mit 12,1 Preis zum Adjusted Funds from Operations sind sie derzeit am Markt am günstigsten bewertet. Realty Income liegt auf dem zweiten Platz mit 13,6, aber nah beieinander mit WP Carey, die haben 13,7 und am teuersten bewertet ist Agree Realty mit 17,7.
Und wenn wir uns jetzt anschauen, wo die Berechnungsmodelle von Investing Pro und auch die Analystenschätzung das größte Upside-Potenzial sehen, dann sehe ich hier auch zwei Gewinner. Zum einen unsere Realty Income, weil sie ein Analysten-Upside von 8,5% haben und nur ein nicht ganz so hohes Downside von 4,3%. Und Equi Realty haben halt das höchste Analysten-Upside, aber laut der Berechnungsmodelle haben sie auch 12% Downside. Wobei man hier in dem Vergleich, wie ich es vorhin schon mal gezeigt hatte, weil die Berechnungsmodelle auch Modelle verwenden, die für REITs gar nicht so geeignet sind, verwenden, da sollte man eher die Analystenschätzungen hier zu Rate ziehen. Und deswegen sind halt trotzdem auch die Equi Realty und Realty Income für mich die Gewinner, also wo die Analysten auch das höchste Upside-Potenzial sehen. Also als Fazit lässt sich festhalten, dass Realty Income einer der stabilsten und bekanntesten Triple Net Lease REITs überhaupt ist und nicht umsonst trägt das Unternehmen den Markennamen The Monthly Dividend Company. Die Historie ist halt beeindruckend, über 50 Jahre schon Dividenden, über 30 Jahre steigende Ausschüttungen und ein Portfolio, das zu den größten und diversifiziertesten auf der Welt gehört. Gleichzeitig entwickeln sie sich im Moment aber auch weiter, also sie bleiben nicht auf Stillstand. Die Expansion nach Europa und der Einstieg auch in neue Assetklassen wie Rechenzentren, Gaming-Immobilien und strukturierten Finanzierungen, die eröffnen auch neue Wachstumspfade und geben ihnen auch die Chance, weiter zu wachsen. Aber halt auch ein Risiko, weil diese Bereiche weniger abrupt sind zum einen und teilweise auch zyklischer ablaufen oder komplexer funktionieren, wie Rechenzentren zum Beispiel, als klassische US-Retail-Netlease-Geschäfte. Was man aber festhalten muss, ist, dass Realty Income nicht der einzige starke Player am Markt ist, wie ihr auch in meiner Wettbewerbsanalyse gut gesehen habt, denn Equi Realty, die liefern hier echt auch ein gutes Bild ab und liefern einen sauberen, dynamischen Adjusted Funds from Operation Wachstum, Dividendenwachstum und sind operativ auch sehr stark aufgestellt. NNN REIT ist ein defensiver Anbieter, sehr konservativ, aber auch gut aufgestellt. Sie haben eine extrem stabile Mieterbasis, sie haben auch hervorragende Kennzahlen und WP Carey war eigentlich auch in den Jahren ein großer Konkurrent. Sie schwächeln momentan ein wenig, hatten auch Probleme, haben die Dividende gekürzt, aber trotzdem bieten sie halt einen Wettbewerb und sind ein global diversifiziertes Schwergewicht, mit denen sich Realty Income halt auch am Markt messen muss. Unterm Strich ist Realty Income ein echt solides, faires Unternehmen, aber nicht automatisch halt der beste REIT. Also wenn ihr euch für REITs interessiert, schaut nicht nur nach Realty Income, es gibt auch Alternativen und ihr müsst halt selbst entscheiden, in was ihr investiert und ja, was für euch als verlässlichster Baustein auch für euer Dividendenportfolio was taugt. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und ciao, ciao.